Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Besprechung. Hallo auch von mir. Schön, dass du heute dabei bist. Wir schauen uns heute gemeinsam Wörter an, die super wichtig sind, wenn man Deutsch lernt. Es geht um das Thema Wohnung. Ja, genau. Die Wohnung. Ein total zentrales Thema, oder? Also ob du jetzt gerade eine Bleibe suchst oder dein Zuhause beschreiben willst, diese Wörter brauchst du eigentlich immer. Absolut. Und wir haben uns gedacht, wir konzentrieren uns auf Vokabeln, die gerade so auf dem A2-Niveau besonders nützlich sind. Wir haben da mal 15 Wörter rausgesucht. 15 Stück. Und unser Plan ist, dass du die nicht nur hörst, sondern am Ende auch, benutzen kannst. Wir sagen das deutsche Wort, klar, dann die englische Übersetzung, so als kleine Hilfe. Sicher ist sicher. Genau, und dann immer ein einfacher Beispielsatz auf Deutsch. Und bei Verben, also den Tunwörtern, da sagen wir auch die Perfektform dazu, also die Vergangenheit. Super. Das klingt doch nach einem Plan. Fangen wir direkt an mit dem wichtigsten Wort überhaupt für heute. Ja, lass uns starten. Das ist natürlich die Wohnung. Die Wohnung. Auf Englisch sagt man Apartment oder auch Flat. Das ist sozusagen unser Grundwort heute. Man kann zum Beispiel sagen, ich suche eine neue Wohnung. Das ist ja ganz typisch. Ja, oder meine Wohnung ist nicht sehr groß. Sowas. Stimmt. Und so eine Wohnung, die hat ja meistens nicht nur einen Raum, sondern, Mehrere Zimmer. Richtig, das Zimmer. Auf Englisch Room. auch ganz basic, aber wichtig. Total. Also zum Beispiel, die Wohnung hat 3 Zimmer. Oder mein Zimmer ist schön hell. Genau. Und wenn wir schon bei den Zimmern sind, ein ganz, ganz wichtiges Zimmer ist ja oft, Die Küche. ja, die Küche. Kitchen auf Englisch. Der Ort, wo gekocht wird. Und gegessen, oft auch. Stimmt. Man kann sagen, wir essen oft in der Küche oder vielleicht, die Küche ist ganz neu. Ja, die Küche ist modern. Und was macht man so in der Küche? Klar, Kochen, natürlich. Kochen, das ist das Verb. Auf Englisch to cook. und da war doch was mit der Vergangenheitsform? Genau, wichtig. Die Perfektform ist hat gekocht. Also zum Beispiel, ich koche heute Abend etwas. Oder wenn man fragt, hast du gestern Abend gekocht? Ja, perfekt. Was hast du Leckeres gekocht? So. Aber nach dem Kochen, naja. Oder auch sonst. Muss man manchmal leider auch. Putzen. Ja, putzen, das heißt to clean auf Englisch. Auch ein wichtiges Verb. Und das Perfekt ist hat geputzt. Zum Beispiel, ich muss am Samstag die Wohnung putzen. Oh ja. Oder wer hat das Bad geputzt, wenn es so schön sauber ist? Genau. Wichtiges Wort im Alltag. Es gibt aber noch was Ähnliches wie putzen, wenn nicht alles dreckig ist, sondern nur unordentlich. Ah, du meinst aufräumen. Exakt, aufräumen. Englisch to tidy up. Und die Perfektform hat aufgeräumt. Also, wenn man Dinge an ihren Platz zurücklegt. Stimmt, der Klassiker. Kannst du bitte dein Zimmer aufräumen? Das hören viele Kinder, glaube ich. Wahrscheinlich. Oder ich habe gestern endlich den Keller aufgeräumt. Sowas. Und wenn man dann aufgeräumt hat und vielleicht auch noch geputzt, dann ist die Wohnung hoffentlich. Sauber. Genau, sauber. Das ist ein Adjektiv. Auf Englisch clean. Beschreibt den Zustand, wenn alles rein ist. Richtig. Zum Beispiel, die Küche ist jetzt wieder sauber. Ich mag es, wenn die Wohnung sauber ist. Ja, wer nicht? Aber manchmal ist es eben nicht sauber. Das Gegenteil gibt's ja auch. Leider ja. Dann ist es schmutzig. Schmutzig. Englisch dirty. Auch ein Adjektiv. Braucht man auch, klar. Deine Schuhe sind ganz schmutzig nach dem Spaziergang. Ja, oder der Tisch ist noch schmutzig vom Frühstück. Wichtige Gegensätze. Sauber und schmutzig. Absolut. Okay, lass uns mal wieder zurück zu den Dingen in der Wohnung gehen. Was steht denn zum Beispiel im Schlafzimmer? Ganz wichtig. Das Bett. Das Bett, ja. Englisch bed. Klar. Man sagt, mein Bett ist sehr bequem. Oder? Das Kind liegt schon im Bett. Genau. Und was macht man im Bett normalerweise? Na, schlafen. Schlafen. Richtig. Das Verb. Englisch to sleep. Und perfekt. Hat geschlafen. Super wichtig. Ich schlafe meistens so 7 Stunden. Oder die Frage am Morgen, hast du gut geschlafen? Hoffentlich. So, und wenn es dunkel ist,
dann brauchen wir in den Zimmern ja Licht. Also brauchen wir eine, Lampe. die Lampe. Englisch Lamp. Kann ja alles Mögliche sein, ne? Deckenlampe, Tischlampe. Stimmt. Zum Beispiel. Die Lampe auf dem Schreibtisch ist neu. Oder mach bitte mal die Lampe an. Ja. Lampen sind wichtig für die Atmosphäre. Und all diese Sachen, Möbel, Zimmer, was man da so macht, das gehört ja alles zum großen Thema, Wohnen. das Verb wohnen. Englisch to live oder auch to reside. Und das Perfekt hat gewohnt. Es beschreibt einfach, dass man irgendwo sein Zuhause hat. Genau. Ich wohne in Berlin. Ganz einfach. Oder über früher. Wo hast du gewohnt, bevor du hierher gezogen bist? Wir wohnen seit 3 Jahren hier. Das geht auch. Und wenn man sich in seiner Wohnung wohlfühlt, wenn es schön eingerichtet ist, dann sagt man oft, die Wohnung ist Gemütlich. Ah, ein schönes Wort. Gemütlich. Auf Englisch cozy oder comfortable. ja, das beschreibt so eine schöne Atmosphäre, oder? Total. Zum Beispiel, mein Wohnzimmer ist sehr gemütlich. Das Sofa ist total gemütlich. Komm rein, mach's dir gemütlich, sagt man ja auch zu Besuch. Stimmt. Gemütlichkeit ist super, aber Wohnungen haben ja auch objektivere Eigenschaften. Zum Beispiel die Größe. Manche sind eben eher. Klein. Das Adjektiv klein. Englisch small. Ist ja klar. Meine erste Wohnung war sehr klein. Ja, oder das Bad ist ziemlich klein, aber okay. Klein muss ja nicht schlecht sein. Nee, genau. Aber das Gegenteil gibt's natürlich auch. Wenn richtig viel Platz da ist, dann ist die Wohnung oder das Haus vielleicht Groß. Unser letztes Wort für heute. Groß, das Adjektiv. Englisch big oder large. zum Beispiel. Sie haben ein großes Haus gefunden. Oder die Frage, ist deine Küche groß oder klein? Da hat man beides zusammen. Wir brauchen eine größere Wohnung. Das wäre dann der Vergleich. Super. Das waren sie schon, unsere 15 Wörter. Puh. Ja, von Wohnung über Zimmer, Küche, dann die Verben wie kochen, putzen, aufräumen, schlafen, Mhm. die Zustände sauber und schmutzig, Möbel wie Bett und Lampe und dann die Beschreibungen gemütlich, klein, groß und das wichtige Verb wohnen. Gar nicht so wenig. Nee, das ist schon ein guter Grundstock, finde ich. Damit kann man schon einiges über sein Zuhause erzählen. Und damit du das noch besser siehst, wie das alles zusammenpasst, haben wir jetzt noch eine kleine Geschichte für dich. Genau, hör einfach mal gut zu. Du erkennst bestimmt viele Wörter wieder. Hier kommt die Geschichte von Paul. Paul sucht eine neue Wohnung. Endlich findet er etwas. Die Wohnung ist nicht super groß, aber sie ist auch nicht zu klein. Genau richtig. Sie hat 2 Zimmer. Ein Wohnzimmer, ein Schlafzimmer. Und natürlich eine Küche. Aber, oh je, als Paul einzieht, ist die Wohnung noch ziemlich schmutzig. Puh, überall Staub. Also Paul muss erstmal richtig putzen. Und seine Kisten muss er auch aufräumen. Aber danach? Danach ist alles schön sauber. Sieht viel besser aus. In der Küche, da will er später Nudeln kochen. Mag er gern. Im Schlafzimmer steht sein neues Bett. Das sieht bequem aus. Er hofft, er kann da gut schlafen. Und fürs Wohnzimmer hat er eine schöne neue Lampe. Mit dem Sofa zusammen ist das Zimmer jetzt richtig gemütlich. Paul freut sich total, hier zu wohnen. Er fühlt sich schon richtig zu Hause. Ja, das ist doch nett, oder? Eine ganz normale Geschichte, aber man merkt, wie die Wörter da einfach reinpassen. Ja, genau. Man sieht, die braucht man wirklich im Alltag. Von der Wohnungssuche bis zum gemütlichen Gefühl, wenn man dann wohnt. Super. Also jetzt kennst du 15 wichtige Wörter zum Thema Wohnung oder hast die wiederholt. Das ist echt ein guter Schritt für dein Deutsch, gerade auf A2. Absolut. Und jetzt bist du dran. Versuch doch mal selbst ein paar Sätze über deine Wohnung oder dein Zimmer zu sagen. Ist es groß oder klein? Ist es gemütlich? Musst du vielleicht bald mal putzen oder aufräumen? Wo kochst du so? Und, ganz wichtig, hast du ein gutes Bett zum Schlafen? Das ist eine super Idee. Selber machen, das ist immer das Beste beim Lernen. Ja, und damit sind wir für heute auch schon am Ende mit unserem kleinen Wortschatzthema. Genau, das war's von uns für dieses Mal. Wir hoffen, es hat dir was gebracht und vielleicht auch ein bisschen Spaß gemacht. Bleib dran. Tschüss! Mach's gut und bis zum nächsten Mal.